Das Röntgenbild war unauffällig. Was war also los? Warum konnte er nicht gehen? Ich habe sein Auditing gemacht. Norbert hatte keine Erinnerungen an seinen Unfall. Keine? Doch. Allmählich kamen alle Details zurück. Der Graben, das Blut, die kaputte Windschutzscheibe, die Sirene des Krankenwagens, die Stimme des Notarztes. Und was sagte der Notarzt? Ganz beiläufig, weil er dachte, das Unfallopfer könne ihn nicht hören. Das sieht schlecht aus. Der wird nie wieder laufen können. Dieser Satz ist wie ein Befehl. Das ist ein negatives Engramm. Durch das Auditing wurde es gelöscht. Sein Mind wurde clear. Er stand auf und konnte gehen. Und dann hat sie noch irgendwas von Titanstufen erzählt, die man erklimmen kann. Und dann war der Vortrag zu Ende. Beeindruckend. Herr Trautschke, ja, der menschliche Geist ist viel leistungsfähiger, als man glaubt. Das Gehirn vergisst nichts. Und wenn man clear ist, hat man Zugriff auf seine ganze Leistungsfähigkeit. Und Sie meinen, wenn ich als Polizist clear wäre, dann könnte ich alle Fälle lösen? Vielleicht. Der Kilian war doch auch clear. Ja. Wieso ist er an Krebs erkrankt? Sie wussten das, Sie standen sich doch sehr nahe. Wussten Sie auch, dass er die Organisation verlassen wollte? Entschuldigen Sie. Bitte? Wie ich höre, führen Sie hier Ermittlungen durch. Ja, das ist richtig. Ich habe ein paar Fragen an Frau Lindengard. Nun sehen Sie, ich glaube, der Zeitpunkt ist etwas ungünstig gewählt. Frau Lindengard hat gerade einen Vortrag gehalten. Das ist durchaus anstrengend. Verena, du musst dich ein bisschen ausruhen. Wir kooperieren mit allen Behörden, so gut wir das eben können. Aber wir würden es sehr begrüßen, wenn diese Behörden dann auch den Dienstweg einhalten. Das heißt, wenn Sie Frau Lindengard vorladen, dann wird sie dieser Einladung sicherlich Folge leisten. Guten Tag. Und dann haben wir sie vorgeladen. Aber erst nachdem ich bei Professor Lakic war. Ach ja, stimmt. Der Professor war auf einer Tagung in Montreal. Aber die Sprechstundenhilfe konnte sich gut erinnern an Kilian. Und an die Frau, die ihn begleitet hat. Verena Lindengard. Sie wusste also, dass Kilian Krebs hatte. Und wahrscheinlich auch, dass er die Organisation verlassen wollte. Wir haben sie vorgeladen, wir haben sie vernommen, sie hat gestanden. Hajo, wir haben nichts übersehen. Sie wusste, dass Kilian Scientology verlassen wollte, deswegen hat sie ihn getötet. Und den Mord gestanden hat sie, weil Lügen unter ihrer Scientologenwürde ist. Jan, was sagst du? Ich glaube, Ina hat recht. Wir sind so sehr ans Lügen gewöhnt, dass wir die Wahrheit nicht mehr erkennen. Vielleicht täusche ich mich. Sie hat ein Motiv. Schutz der Organisation. Und sie hat gestanden. Sie hat exklusives Täterwissen. Sie wusste ganz genau, wie Kilian erschossen wurde. Das hätte sie sonst nicht wissen können, oder? Doch, das hätte sie. Ich habe sie gerade abgeholt zur Vernehmung. Frau Lindengard, kommen Sie bitte. Sie hätte es sehen können. Sie hätte es sehen können. Sie hätte wissen können, wie er erschossen wurde. Aber du weißt nicht, ob sie es gesehen hat. Nein, aber sie hätte es wissen können. Mehr sage ich nicht. Weiter. Du hast sie als Erster vernommen. Sie wussten, dass er Krebs hatte. Ja. Das heißt, Sie waren sehr vertraut miteinander. Ja. Hatten Sie ein sexuelles Verhältnis? Nein. Aber Sie wussten, dass er die Organisation verlassen wollte. Ja. Wie haben Sie darauf reagiert? Ich habe ihm davon abgeraten. Und als er nicht auf Sie hören wollte? Habe ich ihn erschossen. Ich hatte gedacht, dass sich das länger hinziehen würde. Normalerweise spürst du, ob jemand gesteht oder nicht. Aber hier kam das einfach so, aus dem Nichts. Wiederholen Sie das bitte. Ich habe ihn zu Hause besucht. Wir haben geredet. Er ließ sich nicht umstimmen. Ich wusste, wo er seine Waffe aufbewahrt.
Man verlässt Scientology nicht so einfach. Ein kleines Mitglied, ja. Aber jemand wie Gillian ist Scientology. So jemand verlässt die Organisation nicht. Ich habe ihn erschossen. Und? Sie hat gerade den Mord an Kilian gestanden. Gut, sehr gut. Gute Arbeit. Trautschke? Ich weiß nicht. Was wissen Sie nicht? Sie war es nicht. Aber Sie hat doch gerade gestanden, Frau Zimmermann, oder? Ja, alles deutet auf sie als Täterin hin. Gut, dann kann ich was an die Presse rausgeben, bevor da die Vermutungen ins Kraut schießen. Tja, das war's. Nochmal von vorn. Hajo, bitte. Nochmal von vorn. Alles hängt mit Verena Lindengard zusammen. Sie lügt und ich will wissen, warum. Was war unser erster Eindruck, Jan? Nee, Hajo, komm, jetzt mal andersrum. Was war denn dein erster Eindruck? Du bist ihr zum ersten Mal in ihrem Büro begegnet. Ja, ich hatte sie gerade gefragt, ob sie auch Scientologin wäre. Wir sind menschenorientiert, nicht profitorientiert. Und sie werden sicher unterstützt durch ihre Organisation. Bitte? Ja, Sie sind doch Scientologin. Ja, ich bin Scientologin und ich bin clear. Was heißt das? Das heißt, dass mit Hilfe von Scientology ich meinen Mind, meinen Geist von allen negativen Einflüssen befreit habe. Erst war sie betroffen. Ja, und dann war sie stolz. Als wir bei ihr waren, hatte sie da schon gewusst, dass er tot ist? Nein. Und die Überraschung war echt. Aber da war auch der Stolz auf ihre Kirche. Ja, bitte, das Mordmotiv. Trauer, Stolz. Aber das ging weg. Das war dann anders. Irgendwas ist da passiert. Ja, ich bin raus zum Telefonieren und dann kam die Lindengard auch raus. Ja, du kamst wieder rein und ich habe mir gerade die Bücher angeschaut. Und dann kam sie auch zurück. Dann wären das ja ganz normale Menschen, ne? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie jetzt gehen würden. Wir haben noch ein paar Fragen. Und wir würden gern mit Ihren Schülern sprechen. Hat es nicht Zeit? Das ist sehr schwer für uns alle. Bitte, niemand läuft Ihnen weg. Gut. Sie war verwirrt, traurig, auch ängstlich. Kein Wunder, wenn sie ihn getötet hat und dann kreuzt plötzlich die Polizei bei ihr auf. Ja, aber da hätte sie gleich am Anfang ängstlich sein müssen. Nein, nein. Irgendwas ist da passiert. Sie ist rausgegangen und wollte mit den Schülern sprechen. Ja. Ja, die kam, als ich mit dir telefoniert habe. Es war merkwürdig, wie der eine mich angeschaut hat. Dieser Alexander. Wie? Der hat gewusst, dass ich von der Polizei bin. Ja, und woher hätte er das wissen sollen? Eben. Sie haben ja noch nicht gewusst, dass Ihr Lehrer tot ist. Also warum sollten Sie jemanden von der Polizei erwarten? Mist. So ein Mist. Verdammt nochmal! Was ist? Sie sind ein guter Mensch, nicht wahr? Ich nehme an, man wird mich jetzt in Untersuchungshaft bringen. Ich werde Sie freilassen. Sie haben niemanden umgebracht. Doch, das habe ich. Sie sind nicht so fanatisch, dass Sie jemanden umbringen, nur weil er nicht glaubt. Fanatismus ist eine Sache der Jugend, nicht wahr? 3 junge Menschen. Alleingelassen. Probleme in der Schule. Und da gibt es einen Lehrer, der ihnen hilft. Der sie weiterbringt. Der zu ihrem Idol wird. Ich habe geschossen. Und dann sagt dieses Idol: Tut mir leid, ich habe Krebs. Alles, was ich bisher erzählt habe, war Unsinn. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ich habe geschossen. Wer von den 3 war's? Oder waren es alle 3? Und Sie haben es erfahren, als ich nebenan in Ihrem Büro war, nicht wahr?
Entschuldigen Sie. Nein, ist gut. Wartest du bitte draußen? Es wäre mir lieber, wenn Sie es von mir erfahren, wenn das in Ordnung ist. Danke. Da laufen jetzt keine Leute rum und wollen Hand auflegen oder mit Hirn waschen. Glaube ich zumindest. Kommt ihr bitte? Merkt man's ja auch. Ich muss euch etwas sagen. Ja. Nee, sag schon. Sie wussten es aber schon. Und zwar viel besser als ich. Der war ein Verräter. Er hat sich nicht mal gewehrt. Er ist sitzen geblieben und hat die Augen zugemacht. Wir haben die Organisation geschützt. Bitte nehmen Sie mich fest, Herr Kommissar. Die Kinder sind unschuldig. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind doch noch nicht... Sie haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Für mich ist... Bitte. Sie haben doch nur an uns geglaubt. Was soll denn sonst aus Ihnen werden? Was soll aus ihnen werden, wenn wir sie laufen lassen? So. Danke. Ich gehe mal zur Pressekonferenz und ihr kümmert euch um die Festnahmen. Okay. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, aber manchmal dauert die Wahrheitsfindung etwas länger. Wie Sie wissen, wurde vor 2 Tagen ein Mann tot aufgefunden. Markus Kilian. Er wurde mit seiner eigenen Waffe erschossen. Er war Mitglied der Church of Scientology. In manchen Ländern soll diese Organisation verboten werden, in anderen gilt sie als religiöse Gemeinschaft. Ich will darüber nicht urteilen. Sie sind vermutlich hier, weil Sie eine Sensation erwarten. Aber es gibt keine Sensation. Es gibt nur eine Tragödie.